Hey meine Besten und herzlich willkommen zum Review des Google Pixel 7 Pro. Und genau wie das Review zum Pixel 6a ist auch das ein leichtes für mich, denn ich kann es jedem weiterempfehlen ohne Bedenken, der auf der Suche ist nach einem preiswerten Flaggschiff. Preis-Leistung stimmt hier sowas von und ganz ehrlich, das 7 Pro ist der Geheimtipp aus 2022. Und wie es sich in den letzten 4 Monaten geschlagen hat, erfahrt ihr in den kommenden Minuten. Also viel Spaß und let's go! Pixel 7 Pro ist das größte und teuerste der 7er Reihe. Es ist 162,9 mm hoch, 76,6 mm breit und 8,9 mm dick. Dabei wiegt es 212 Gramm. Die UVP liegt aktuell bei 899 € und es stehen die 3 Farben Grün, Weiß und Schwarz zur Verfügung. Die verwendeten Materialien sind sehr gut. So gibt es auf der Vorder- und Rückseite Corning Gorilla Glass Victus, aber leider ist die Rückseite glänzend, sodass ihr mit Fingerabdrücken oder mit ständigem Putzen leben müsst. Ich verstehe es einfach nicht, alle anderen Hersteller verwenden mattes Glas auf der Rückseite. Nur Google nicht. Warum nicht? Bitte Google, verbaue im Pixel 8 Pro wieder mattes Glas. Bitte. Mir würde auch nur eine von 3 Farben reichen, die matt daherkommt. Die matte Rückseite des Pixel 4 damals war einfach genial. Der Rahmen besteht aus 100% recyceltem, poliertem Aluminium, der leider leicht zerkratzt, gut zu sehen auf dem Kamerastreifen. Aber das stört mich eigentlich weniger. Die Verarbeitung ist ansonsten eines Flaggschiffes würdig, da habe ich absolut nichts zu meckern. Und erstaunlicherweise liegt das 7 Pro für seine riesige Größe wirklich gut in der Hand. Das haben wir dem abgerundeten Display sowie den runden Seiten zu verdanken. Denn dadurch wirkt es dünner, als es tatsächlich ist. Ein iPhone 13 Pro Max zum Beispiel ist mit 7,65 mm eigentlich dünner, aber es wirkt durch seine kantigere Bauart dicker als das 7 Pro. Ich liebe gebogenes Glas einfach, es fühlt sich sehr gut an. Und Fehleingaben hatte ich kein einziges Mal, denn die Biegung ist nun geringer als beim Vorgänger. Die Positionierung der Tasten ist perfekt, denn ich komme an alle Tasten ohne umgreifen zu müssen. Genauso gut ist der Fingerprint-Sensor platziert. Sehr gut gemacht, Google. Das 6,7 Zoll große QHD Plus Display ist hervorragend. Und so kitschig die Marketingbezeichnung Smooth Display von Google auch klingen mag, die Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz ist klasse und auch die Spitzenhelligkeit von bis zu 1500 Nits top. In puncto Display habe ich einfach nichts zu meckern. Obwohl doch, eine Sache habe ich wie bei den meisten Android-Geräten auch hier wieder anzusprechen, nicht zu bemängeln. Und das ist der etwas dickere Rand unten. Das führt zu einer Asymmetrie, die ich generell nicht mag. Aber beim Pixel 7 Pro drücke ich beide Augen zu, denn es kostet weniger als 900 €. Wie steht es um die Leistung des Google Tensor Prozessors der 2. Generation? Was soll ich sagen? Obwohl es noch viel Luft nach oben gibt, will ich nicht meckern. Denn im Alltag läuft fast alles absolut flüssig und ein Hitzeproblem wie beim Vorgänger 6 Pro konnte ich hier zum Glück nicht erkennen. Wenn man Porträtfotos schnell hintereinander schießt, gönnt sich das 7 Pro einige Gedenksekunden. Oder aber es gibt einen kurzen Hänger, wenn ich den Play Store schnell per Zurückgeste verlasse. Das sind so Szenarien, die mich jedes Mal daran erinnern, dass es nicht der stärkste Prozessor ist. Aber hey, unter 900 €, also bin ich still. Gaming hingegen hat mich überhaupt nicht gestört. COD Mobile lief sehr gut. Es ist bekannt, dass der Tensor-Prozessor den Fokus nicht auf Rohpower, sondern mehr auf Machine Learning und künstliche Intelligenz setzt. Und zwar sehr gut und effizient. Denn er ermöglicht Softwarefunktionen wie den Bewegungsmodus, den Radierer, Live-Übersetzer und spart dabei mehr Strom als der Vorgänger. Neben dem Tensor 2 gibt es schnellen 12 GB großen Arbeitsspeicher und schnellen 128 GB großen internen Speicher. Kommen wir zu einer Rubrik, in der Googles Geräte immer sehr gut abschneiden. Die Rede ist natürlich von den Kameras. Und auch das Pixel 7 Pro überzeugt auf ganzer Linie. Das Kamerasystem auf der Rückseite besteht aus einer 50 Megapixel Hauptkamera, einer 12 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und einer 48 Megapixel Telekamera, die 5-fach optisch und 30-fach kombiniert zoomen kann. Das nennt sich dann 30-facher Super Resolution Zoom und sieht so aus. Aber gehen wir erstmal 2 Schritte zurück. Das ist das Bild von der Hauptkamera und hier stimmt einfach vieles. Belichtung, Dynamikumfang, Kontrast sowie die Details machen einen sehr guten Eindruck. Jetzt das Bild von der Ultraweitwinkelkamera. Auch hier gibt es nicht viel zu meckern. Die Randbereiche sind nur ganz leicht verzerrt und die Details leiden nur ein wenig. Aber ansonsten sieht es gut aus.
Und als Bonus fungiert diese Kamera auch als Makrokamera und die Ergebnisse sehen richtig gut aus. Die Telekamera liefert jetzt 5-fachen optischen Zoom und das Ergebnis ist auch hier wieder richtig gut. Google hat sehr viel richtig gemacht, was die Sensoren angeht, aber auch die Software sowie der Tensor-Chip liefert seinen Beitrag zu diesen schönen Fotos. Videos sehen genauso gut aus. Mit den rückseitigen Kameras und auch der Frontkamera sind bis zu 4K 60 FPS möglich. Guckt euch mal die Stabilisierung an. Vorzüglich, einfach vorzüglich, da optisch und elektronisch kombiniert wird. Insgesamt stehen 4 Stabilisierungsmöglichkeiten zur Verfügung. Der Laserautofokus ist ebenso gut, denn es wird immer schnell und akkurat scharf gestellt, egal in welchem Modus man sich befindet. Details in Highlights und Schatten werden gut bewahrt, generell gelingen sehr gute Ergebnisse, aber vor allem bei guten Lichtverhältnissen. Kamerafunktion wie der magische Radierer, der manuelle Weißabgleich, der Porträtmodus, der Kinoeffekt, der Bewegungsmodus und einige mehr funktionieren wirklich gut. Auf der Front haben wir eine 10,8 Megapixel Kamera mit fixem Fokus. Die Ergebnisse gehen absolut in Ordnung. Der SA-Wert beim Pixel 7 Pro beträgt 0,98 Watt pro Kilogramm. Das ist in etwa auf iPhone-Niveau, wobei weniger immer besser ist. Bei der Telefonie konnte ich absolut keine Probleme feststellen. Im Gegenteil, die Sprachqualität ist sehr gut seit dem Dezember Feature Drop. Denn mit diesem Update kam endlich Clear Calling bzw. glasklare Sprachqualität. Dabei ist der Gegenüber sehr klar zu verstehen, Hintergrundgeräusche werden reduziert und die Verbindung ist stets stabil. Dabei kann man parallel eine physische SIM und eine eSIM verwenden. Das 7 Pro ist also Dual-SIM-fähig. Außerdem kommt es mit Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E mit MIMO, NFC und 5G sub 6 GHz. Auch besitzt es einen Ultra-Breitband-Chip für präzise Entfernungsbestimmung und räumliche Wahrnehmung. Der Port auf der Unterseite ist USB Typ C 3.1 Gen 1. Kommen wir zum Durchhaltevermögen des 7 Pro. Bei meinem Nutzungsverhalten bin ich immer locker über den Tag gekommen, ohne nachladen zu müssen. Dabei war ich überwiegend mit dem WLAN verbunden. Bei überwiegend 5G-Mobilverbindung wird es da schon enger mit dem ganzen Tag, je nachdem, wie stark der 5G-Empfang in der jeweiligen Ortschaft ist. Auch wird das 7 Pro etwas warm bei 5G-Nutzung, aber nicht störend warm. Positiv hingegen ist mir der Standby-Drain aufgefallen, er ist viel besser als beim Vorgänger. Die Akkulaufzeit für den 5000 mAh großen Akku geht also vollkommen in Ordnung. Was aber nicht in Ordnung geht, ist die Aufladezeit. Denn Google ist schon seit Jahren sehr strikt mit den Ladeleistungen anderer Netzteile. Mit den eigenen, separat erhältlichen Google-Netzteilen geht kabelgebundenes und kabelloses Fast Charging bis zu 23 Watt. Wireless Charging über eine Samsung-Matte könnt ihr vergessen. Da würde es den ganzen Tag brauchen, bis es vollgeladen ist. Es wird nicht mal eine Zeitangabe gemacht, wie ihr sehen könnt. Kann das Pixel 7 Pro auch Strom schenken, also andere Geräte aufladen? Yep, das geht. Zwar nicht mit der Pixel Watch, warum auch immer, denn dadurch schießt sich Google selbst ins Knie, aber Ohrhörer zum Beispiel kann man laden. Wisst ihr, was noch extrem langsam ist bzw. extrem lange dauert? Das Installieren von Updates. Ja, selbst kleine Sicherheitsupdates von einigen Megabyte dauern eine Ewigkeit. Das ist absolut nicht normal und das hat Google auch verstanden, nachdem sich viele darüber beschwert haben. Google will dieses Problem beseitigen, aber es fragt sich nur wann. Das 7 Pro bekommt große Versionsupdates bis Oktober 2025 und Sicherheitsupdates bis Oktober 2027. Aktuell läuft Android 13 in seiner stabilsten Version auf dem Pixel 7 Pro. Und der letzte Feature Drop aus Dezember hat zum einen für Stabilität und Verbesserung gesorgt und zum anderen neue Features mitgebracht, wie zum Beispiel das eben erwähnte Clear Calling, den kostenlosen VPN, das Sicherheitsmenü, die Akkuanzeige seit dem letzten vollständigen Laden und so weiter. Ich denke, mehr brauche ich nicht über Android 13 sagen, denn ihr kennt inzwischen meine überwiegend positive Meinung dazu. Ich mag die Personalisierungsmöglichkeiten, ich mag die butterweichen Animationen und ich mag das Aussehen größtenteils. Die Stereo-Lautsprecher sind super, sie verzerren selbst auf höchster Stufe nicht. Bässe sind vorhanden, zugegeben, sie sind nicht ganz so tief wie bei einem iPhone, aber sie sind da und das ist gut. Und das Klangbild passt einfach zum Gerät. Die Rückseite vibriert selbst auf höchster Stufe kaum, das ist auch ein Vorteil. Hier habe ich absolut nichts zu meckern. Auch das haptische Feedback sowie Vibrationen sind knackig gut, das gefällt mir richtig gut. Ich muss an dieser Stelle auch die große Auswahl an Klingeltönen loben. Nicht nur ist die Anzahl hoch, nein, die Qualität ist auch genial. Es sind viele richtig gute Töne dabei, das war bei der Pixel-Reihe schon immer so und andere Hersteller können sich ruhig eine Scheibe abschneiden. Endlich, ja endlich ist ein vernünftiger Fingerprint-Sensor verbaut, der schnell und zuverlässig entsperrt. Leider ist da noch immer ein optischer Sensor. Technisch bedingt muss der Bereich extrem aufgehellt werden, um den Finger lesen zu können. Am Tage interessiert mich das auch gar nicht, aber in der Nacht sieht es ganz anders aus.
Wenn man bei Dunkelheit den Sensor nicht mit dem ganzen Finger bedeckt, scheint es extrem hell aus der Seite durch und ich denke jedes Mal, okay, das war's, meine Retina ist weggebrannt. Das ist wirklich unangenehm. Bitte Google, verbaue einen Ultraschallsensor beim Pixel 8 Pro. Samsung schafft es ja auch. Mit der 7er Reihe hat sich zum Glück auch Face Unlock blicken lassen. Das funktioniert selbst hinter der Kamera sehr gut. Nur benötigt es eben Tageslicht bzw. viel Licht. Bei Dunkelheit entsperrt es technisch bedingt nicht wie Apples Face ID. Die nennenswerten Features des Pixel 7 Pro sind definitiv kostenloses, integriertes VPN über Google One. Das hilft beim Schutz unserer Aktivitäten im Internet, egal welche App oder welchen Browser wir nutzen. Das eben genannte Face Unlock, Staub- und Wasserschutz nach IP68 sowie ein verbauter Ultrabreitbandchip, der das 7 Pro zum digitalen Autoschlüssel machen kann, vorausgesetzt euer Auto unterstützt es. Mein Fazit fällt sehr positiv aus. Das Pixel 7 Pro hat neben meinem Herzen auch die Herzen vieler anderer erobert, denn es ist ein preiswertes Flaggschiff. Verglichen mit der Konkurrenz ist es wirklich günstig. Google zeigt damit, dass die anderen Hersteller viel zu überzogene Preise fordern. Und das muss in der jetzigen Zeit echt nicht sein. Ich empfehle das 7 Pro jedem, der keine Scheu vor einem großen Gerät hat und auf der Suche nach Top-Kameras und reinem Android ist. Und das ist mein Schlusswort. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Macht es gut und bleibt gesund. Ciao.